Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und heute befinden wir uns auf dem Server 9 Deutschland, ja, s9.de, und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Der ein oder andere von euch wird sich bestimmt schon denken, warum, weil es ja einen ganz bestimmten Spieler auch auf diesem Server gibt, ja, der auch schon Rekorde gesetzt hat und ja, Maß aller Dinge ist, was im Bereich XP-Spieler ja, so Anhang findet, und zwar ist es der Bad News Run. Ja, und zwar hat dieser Spieler einen neuen Meilenstein gesetzt, und zwar hat er hier die 1 Milliarde Leben geknackt. Als, ich glaube, erster Spieler, ich weiß nicht, ist auch nur eine Vermutung, ja, aber falls es der Fall sein sollte, dass jemand vor ihm das schon geknackt hat, dann tut es mir leid, aber es ist der erste, der mir jetzt so aufgefallen ist und der erste, der mir auch empfohlen worden ist, denn ich hatte ja mal nachgefragt, welche Server soll ich mal noch so nachschauen, und ja, da wurde des Öfteren darauf hingewiesen, dass Bad News Run auf S9, sowohl S9 als auch auf S8 die 1 Milliarde Leben geknackt hat. Hier sehen wir es auch, da ist er auch über 1 Milliarde Leben. Und ja, das ist schon ziemlich insane. Übrigens Strider hier auch ziemlich krass. Dafür, dass er ein Kundi ist, hat er hier auch schon über 700 Millionen Leben. Das ist auch schon ziemlich heftig auf jeden Fall, ne? Nichtsdestotrotz, Bad News Run hier mit Stufe 588, jetzt momentan hier auf S8, genauso wie auf S9 und halt auch als Don Serapio, wo er sich die Dungeons höchstwahrscheinlich noch aufgehoben hat. Hier auf S7 mit 579. Ja, ich weiß nicht, mal gucken, wie sehen seine Stats da so aus. Ja, da steht er jetzt auch knapp vor der Milliarde. Ja, also ziemlich heftig das Ganze. Und jetzt müssen wir wieder in die Ehrenhalle mal schauen hier. Genau, und ihr habt mir halt gesagt, yo, Bad News Run, guck mal auf dem Server da vorbei. Der hat jetzt gerade die Milliarde Leben geknackt, und dann gucken wir da auch mal drauf. Und ja, ziemlich beeindruckend das Ganze. Man sieht hier schon, das wird hier langsam ganz schön eng. Lebensenergie steht hier neben der Zahl fast genau direkt daneben. Also viel Platz ist da nicht mehr. Also natürlich klar, wenn man da die 10 Milliarden hat, bis dahin kann das nochmal 10 Jahre dauern oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da alles noch so kommt, auf uns zukommt so, ne? Aber ja, dann müsste man da schon so ein bisschen was verschieben hier weil sonst kommt nachher die Zahl hier so langsam in Bredouille, oder man verschiebt die so ein bisschen nach rechts. Aber das sollte, denke ich mal, das kleinste Problem sein. Genau, dann gucken wir mal noch gleich auf seine Stats und auf seine Waffen hier und auf seine Ausrüstung. Hat hier 14 Mal verbessert, sein ganzes Equipment anscheinend, ja. Und hat hier natürlich auch maximale Runenboni, so wie sich das gehört. Für einen Top-1-Spieler hat hier natürlich auch dementsprechend ziemlich viel investiert, weil man muss sich das ja überlegen, er spielt so einen Top-Char, spielt er auf 3 verschiedenen Servern. Auf 3 verschiedenen Servern spielt er so einen heftigen Char. Das heißt, alleine schon 3-mal diesen Arena-Manager so krass zu pushen für die Runenboni, das ist schon ziemlich heftig, und überall Platz 1 sein mit so einem Abstand, das ist schon ziemlich krass. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist verbuggt hier, ne? Oder? Das kann gar nicht sein, dass hier das Sammelalbum, dass er das nicht auf 100% hat. Ich glaube, das muss irgendwie, weiß ich nicht, ich sehe das bei so vielen Spielern, dass das nicht auf 100% ist. Ja. Hier sieht man so viele, die so 98 haben, so. Selbst bei mir ist das hier bei 99,68, also 100% quasi. Ne? Also irgendwie muss da irgendwas faul sein auf jeden Fall. Ja, aber das wollte ich auch auf jeden Fall mal zeigen. Basis-Stats hat er hier fast die 65k auf Ausdauer, und ja, er skillt hier 65, also er skillt hier 50-50, so wie das der Viper ja auch tut. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben Viper momentan hat. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch in der internationalen Ehrenhalle hier irgendwo auffindbar ist. Wenn nicht, ich glaube, er ist ja dann auch ganz schön gedroppt, weil er ja halt, wie gesagt, ja auch nicht den Arena-Manager großartig gespielt hat. Ich war ja mal im Account von Viper drinne gewesen. Ja, ich hoffe, ihr habt alle das Video gesehen gehabt. Viper hat uns ja tatsächlich mal seinen Account zur Verfügung gestellt, um das mal in einem Video zu zeigen. Und da hat man halt auch gesehen, dass er halt den Arena-Manager
ja, so gut wie gar nicht gepusht hat. Hier Charlie übrigens auf 79. Grüße gehen raus an Charlie. Ja, mach weiter so. Hoffentlich steigst du noch schön weiter auf hier in der Ehrenhalle. Würde mich auf jeden Fall mal freuen. Da können wir ja auch mal hier vorbeischauen, mal hier bei meinem Magier-Kollegen. Mal schauen, hoffentlich gewinnt er. Ein Crit kassiert. Ja, schade. Okay, unglücklich auf jeden Fall. Ja, aber da sollte auf jeden Fall auch noch einiges gehen. Ja, Viper wahrscheinlich hier gerade nicht mehr auf Platz 1 auf seinen Server, sonst hätte ich ihn jetzt, denke ich mal, hier gefunden. Ne? Aber ja, das kommt halt dadurch, weil man halt den Arena-Manager dementsprechend jetzt auch nicht großartig weiter gepusht hat. Ja, das ist natürlich Auslegungssache, so wie Fußbödenverleger. Ja, ob man halt bereit ist, so viel Geld in ein Spiel zu investieren, um sich hier Platz 1 zu kaufen, mehr oder weniger. Oder ob man halt dann eher die chillige Variante wählt und dann sagt sich so, ey, früher oder später sind wir sowieso alle wieder auf einem Level, ne? Aber wer weiß, was bis dahin so kommt. Ja, und bis dahin sind die Leute halt, Meilen voraus, ne? Genau, so sieht das Ganze hier aus. Auf dem Server, wie gesagt, ziemlich interessant auf jeden Fall. Ich hätte jetzt mal noch gerne den Server von, warte mal, haben wir den noch hier offen? Ja, da haben wir noch den USA-Server hier, wo ja Strider momentan. Ich wollte mal gucken hier auf die Steine und die Ausrüstung. Er hat hier alles plus 17. Ja, außer die Waffe 16. Okay, 16 und 17. Die Steine hat er 1282 so, 1200, ja sagen wir 1280 in etwa, 1270, 1280 so in etwa. Um das mal zu vergleichen hier, 1000, ja gut, da holt der Bad News One jetzt auch schon fast auf. Also wie gesagt, da ist er mit den Steinen auch schon wieder fast auf dem Level von Strider, weil Strider hatte ja die Mine auf 100 geskippt gehabt. Und ja, das hat ihm natürlich einen ganz schönen Vorteil auf jeden Fall verschafft, aber natürlich holen ja die anderen Leute auch wieder auf irgendwann, weil du kannst natürlich die Edelsteinmine skippen, aber irgendwann ist dann halt jeder auf 100 von der Edelsteinmine her und ja, dann ist man wieder halt auf der gleichen Ebene sozusagen. Man hat sich nur einen Vorteil über die Zeit erkauft, mehr oder weniger, und der Bad News Round, der holt hier auch schon ganz schön auf, muss ich sagen. Und ja, vom Equipment her hat er hier so ein paar Sachen, hier ist 1 plus 18, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, dafür sind die anderen Sachen hier alle plus 14. Ich weiß nicht, vielleicht ist das hier irgendwie aktueller oder so, nee, nicht wirklich. Deswegen kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum das hier einmal so auf plus 18 gehämmert worden ist und der Rest auf plus 14. Ja, bei Strider war ja alles so irgendwie plus 17 oder was war das gewesen, ne? Ja, plus 17, da ist das auf jeden Fall ein bisschen besser aufgeteilt. Aber ja, ist auf jeden Fall ziemlich interessant mal so zu sehen, das Ganze. Wie gesagt, also das am meisten flasht mich halt das Leben hier. Das ist halt ziemlich beeindruckend. Ja, könnt ihr ja mal auf jeden Fall auch mal hier drunter schreiben, was ihr davon haltet oder ja, was ihr denn so für, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie Krieger seid, was ihr jetzt momentan so an Leben habt. Weil ich kenne jetzt momentan keinen Spieler, der irgendwie noch mehr Leben hat. Guck mal, alleine hier der Unterschied von Platz 1 zu Platz 2 hier auf dem Server, ne? Der hat einfach mal die Hälfte weniger an Leben als Bad News Run. Holy shit, das ist halt auch ein Krieger so, ne? Also das ist halt, okay, guck mal, er hat eine ganz andere Skillung hier als Bad News Run, sehe ich gerade. Trotzdem ist Bad News Run vom Schaden einfach trotzdem noch härter, auch wenn er hier 60.000 hier hat, hier 30.000. Er hat hier einfach überall 64 und 64, ja, also das ist schon... das ist schon ziemlich kranke Ansage auf jeden Fall. Da kann ihm nicht mal Neptun das Wasser reichen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, sehr interessant das Ganze. Ich bin auch gespannt, wie es jetzt bald aussehen wird mit Don Serapio, also Bad News Run dritten Account hier in der Ehrenhalle. Jetzt sollte er, denke ich mal, bald anfangen mit den Dungeons, wenn er denn vorhat, der Erste zu sein, der Level 600 erreichen will. Dann sollte er langsam anfangen, mal die Dungeons zu machen. Ich weiß nicht, wie viel Level er damit schafft. Vielleicht 15, vielleicht 20. Also ich hatte so gedacht, eher so im Bereich 20. Ich weiß auch nicht ganz genau, was er sich hundertprozentig alles aufgehoben hat. Aber da sollten auf jeden Fall ein paar Level auch noch drin sein. Deswegen sollte das hier bald losgehen. Und dann können wir bald den ersten Spieler erwarten, der die Stufe 600 knackt. Und wahrscheinlich ist es Don Serapio, ganz
Wahrscheinlich, denke ich mal. Ne? Auf den Accounts wird er, denke ich mal, nicht sich viel weiter was aufgehoben haben. Ja, kann ja auch sein, dass er der Erste sein will, der Level 700 erreicht. Dann müsste er vielleicht noch die Dungeons sparen. Aber ob er dann noch mit seiner Taktik so weiterfahren kann, ja, weiß ich nicht. Bleibt fraglich auf jeden Fall. Oder dann doch überholt wird von irgendwelchen anderen Spielern. Das kann man jetzt auch noch nicht ganz voraussehen. Auf irgendeinem Server war auch noch mal jemand gewesen, der auch vom Level her so ähnlich ist wie Bad News Run. Allerdings habe ich den Namen vergessen, der ist ja auch nicht in der internationalen Ehrenhalle, müsste immer auf Platz 2 oder 3 oder was weiß ich sein, auf irgendeinem Server. Aber der ist auch so vom Level her Bad News Run. Habe ich aber leider den Namen vergessen. Und ja, auf jeden Fall sehr interessant das Ganze und ich bin gespannt, wer nachher am Ende des Tages das Rennen machen wird. Gut, das soll es soweit gewesen sein. Heute, wie gesagt, auf S9 unterwegs gewesen. Falls ihr noch irgendwie einen Server habt, ja, auf den ich gerne mal vorbeischauen soll, wo irgendwelche krassen Spieler am Start sind, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ansonsten war es das soweit von dem Video. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu. Da würde mich auf jeden Fall sehr freuen und supporten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.